Vor ein paar Wochen haben wir Sie gefragt, was Sie so in Ihrer Freizeit gerne machen. Viele haben uns geschrieben von ihren Hobbys aus ganz Hessen. Ein paar von Ihnen besuchen wir diese Woche und probieren die Hobbys mal aus. Gestern war ich beim inklusiven Judo in Mülheim, hat richtig Spaß gemacht und mich echt beeindruckt. Grüße gehen raus an den Budo-Club. Marvin Fischer ist heute in Laubach und da ist es heute noch gefährlicher als beim Kampfsport. Ja, tatsächlich ist es hier richtig gefährlich, denn ich bin heute bei den Asgard Throwers. Was machen die Asgard Throwers? Die werfen mit Äxten auf Scheiben. Sieht man das hinten? Ja, genau das versuche ich heute auch mal. Und deswegen wird es natürlich gefährlich für vielleicht mich, vor allem aber für die Leute da hinten und für das Portemonnaie meiner Mutter. Denn Eltern haften für ihre Kinder. Also alles, was ich heute kaputt werfe, Mama, die Rechnung bekommst du. Heute wird die Axt geworfen. Das ist Pierre, das ist der Präsident. Hallo. Wie kommt man dazu, mit Äxten auf Baumscheiben zu werfen? Ja, das war damals so eine Schnapsidee. Ich habe mir einen Katalog durchgeschaut und da war so eine doppelschneidige Axt drin. Die wurde früher von den skandinavischen und kanadischen Holzfällern genutzt. Eine Seite war ballig geschliffen, um den Baum zu fällen. Die andere Seite war flach geschliffen, um den Baum zu entersten. Und irgendwann haben die Jungs angefangen, damit auf Baumstämme zu werfen. Aus Langeweile? Aus Langeweile, ja, genau. Na klar. Dann haben wir so eine Axt bestellt und dann hatten wir auch Langeweile und haben angefangen, auch damit zu werfen. Und so ist diese ganze Sache entstanden. Wird es Marvin packen? Gummiaxt geht ja immerhin. So Marvin, jetzt zeige ich dir mal, womit echte Männer spielen. Stopp. Das ist eine unserer Wurfäxte. Vorsicht, die ist sehr, sehr scharf. Ja, damit könnte ich dich schon rasieren auch, So ne? ist es, ja. Ja, die haben also besondere Maße, damit sie turniertauglich sind. Die Klinge darf nicht größer sein wie 152 mm. Das Gewicht muss ein Minimum haben von 1620 Gramm. Und Maximum? Da gibt es keine Grenzen. Aber mit so einer 100 Kilo Axt kann ja keiner werfen. Wenn du so heben kannst, kannst du damit werfen. Nee, kann ich nicht. Und mit der wirfst du. Ist sogar TÜV geprüft. Das beruhigt mich sehr. Auf geht's. Es geht um Technik, nicht um Kraft. In Hessen, wo sonst, trainieren die erfolgreichsten Doppelachstwerfer und Werferinnen der Welt. Die Asgard Throwers aus Laubach im Landkreis Gießen sind der erste hessische Verein im Doppelachstwerfen. Mit dem richtigen Gewicht und guter Technik schlägt die Axt nach einer einzigen Umdrehung und einem Flug über 6 Meter in 40 cm dicke Holzscheiben ein. Ich nutze meinen Fingernagel quasi wie Kimme und Korn. Dass das Auge, der Fingernagel und das Bullseye eine Linie geben. So hast du am meisten Hebelwirkung und kannst die am gescheitesten nach vorne bringen. Und jetzt heißt es üben, üben, üben. Gut wäre es schon mal, die Scheibe überhaupt zu treffen. Die Krönung jedoch ist das Bullseye zu erwischen. Gemeint ist das kleinste Feld in der Mitte der Scheibe, ähnlich wie beim Dart. Marvin nähert sich immerhin der Scheibenmitte. Das Schöne an diesem Sport ist, dass es weltweit vielleicht 250 Leute gibt, die diesen Sport bis heute, sag ich mal, machen. Und das ist wie eine große Familie. Also egal, ob wir nach Schweden, England, Kanada, Irland kommen, man wird da sofort willkommen geheißen. Da gibt es kein Konkurrenzdenken. Es ist wie eine große Familie. Wir hatten letztes Wochenende hier unseren Asgard Cup, wie immer an Frohnleichnam. Da waren die Freunde aus dem Ausland alle da und das war ein sensationelles Wochenende. Nach diesem Trainingstag wird Marvin jetzt live zeigen, ob er tatsächlich das Zeug zum Doppelachstwerfer hat. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen oder vielleicht auch nicht. Aber zunächst mal noch eine Frage an dich, Pierre. Ja, bevor ich jetzt gleich wirklich hier im Wettkampfmodus antrete und auf diese Scheibe feuer, ja? Wie viele Verletzungen gab es hier schon? Und falls es Verletzungen gab, wie viele Arme und Beine sind abgetrennt? Also es gab wirklich bis jetzt noch nicht einen Unfall. Wir hatten einmal was, wo ins Krankenhaus gefahren werden musste. Das war aber ein Junge, der sich aus Langeweile da drüben
der hat geschnitzt und hat sich da dabei einen Finger geschnitten. Ja gut, das Hier mache ich bei nicht. uns Ich ist noch schnitz nie nicht. was passiert. Sehr gut, das beruhigt mich schon Noch mal. nie. Ich werde jetzt antreten und zwar im 1-gegen-1 Duell. Natürlich, wenn ich mich jetzt hier schon mal zum Duell stelle, will ich natürlich auch nicht irgendwo anfangen, sondern direkt ganz oben oder in dem Fall ganz unten in der Altersskala. Ich trete an gegen Leon, Rufname Leon der Schreckliche. Er ist 15, Dreivierteljahr im Verein, richtig? Ja. Okay. Wie ist so deine Wurfquote? Immer unterschiedlich, kommt auf die Konzentration drauf an. Heute bist du sehr unkonzentriert. Hör auf meine Worte. Ja. Pierre ist Schiedsrichter. Jawohl, Ihr dürft uns gerne auch anfeuern, weil ihr seht ja den restlichen Verein im Hintergrund auch werfen. Ihr dürft mich gerne, habe ich uns gesagt, ihr dürft mich gerne anfeuern. Wir machen eine kleine Okay. Challenge mit 3 Würfen. Der äußerste rote Ring zählt 1 Punkt und immer höher zur Mitte und die Mitte sind 5 Punkte, das Bullseye. Ich treffe die Mitte. Bist bereit, Leon? Jo. Auf Viel Glück, geht's. viel Erfolg. Gut Wurf. Gut Wurf. Ja, das werden wir gleich sehen. Da sind die Fans begeistert. So, das wären für Marvin 2 Punkte Ja, und für den Leo auch 2 Punkte. 2:2. Jawohl. Das ist ein ordentlicher Start, würde ich sagen. Also ich gucke ja auch zurück Schön auf eine lange konzentrieren. Erfahrung von 3 Stunden Training. Zweiter Wurf, du legst vor. Ruhig atmen. Du bist unkonzentriert, Leon. Nicht vergessen. Lass dir nichts gefallen. Hast dir nichts gefallen. Jawohl. Oh. Ah. Wie steht's? So, der Marvin 2 Punkte und der Leon 3 Punkte. Also Zwischenstand 5:4 für Leon, ja? Jawohl. Der alles entscheidende dritte Wurf. Ich kann ja mit Druck umgehen, Leon. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ich kann das. Kannst du das auch? Leg vor. Atme ruhig. Halt los. Und komm. Jawohl. Also ich brauche die 4, ja? Ja. Oh! Das sind leider 0 Punkte. Nein! Das habe ich vorhin gelernt. Leon, 3. Weil beide Seiten drin stecken, zählt das gar nicht. Ja, Leute, Leon, ey, vielen Dank fürs Duell. Du hast gewonnen. Ich werde wahrscheinlich nicht mit zur Weltmeisterschaft nach Kanada fahren. Aber Pierre, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ich bin wirklich froh, dass auch ich noch alle Arme und Beine dran habe. Ja, Marvin, dabei sein ist alles, oder? Dann erhoffe Ja, ich mal, dabei sein dass ist alles, du das morgen keinen Muskelkater hast. Da geht's ja weiter bei Marvin mit dem Eisstockschießen. Und das will ich mal sehen.